In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der die Standardabweichung nutzt, um Einstiegspunkte für den Handel zu bestimmen. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Wir starten Meta-Editor, indem wir auf ein kleines Symbol klicken oder F4 drücken. Als erstes binden wir die Klasse cTrade aus der Standardbibliothek ein. Diese Klasse bietet vereinfachte Handelsmethoden wie Position Open und Position Modify, mit denen wir unsere Handelsoperationen effizienter verwalten können. Als nächstes instanzieren wir ein cTrade-Objekt mit Standardparametern. Dieses Objekt wird alle Handelsoperationen einschließlich der Positionsverwaltung verwalten. Nun gehen wir zu den Parametern für die Strategiekonfiguration über. Diese Parameter können in den Eigenschaften des Expert Advisors angepasst werden. Wir definieren mehrere Eingabeparameter. Der Parameter Lookback Bars wird auf 50 gesetzt, was den historischen Bereich für Höchst- und Tiefststände angibt und es uns ermöglicht, zwischen 1 und 1000 Kerzen zu analysieren. Der Parameter Min Candles Back wird auf 5 gesetzt, der das Mindestalter für gültige Hochs und Tiefs angibt, sodass wir zwischen 5 und 50 Kerzen berücksichtigen können. Der Parameter Trailing Offset wird auf 10.0 gesetzt, was den Sicherheitsabstand für den Trailing Stop in Punkten angibt, mit einer Spanne von 1 bis 20. Der Parameter STD Dev Period wird auf 20 gesetzt, das ist der Zeitraum für die Berechnung der Standardabweichung. Schließlich wird der Parameter STD Dev Threshold auf 0,020 gesetzt, was den Schwellenwert für die Überschreitung der Standardabweichung darstellt. Als nächstes definieren wir globale Variablen und Handles, um den Zustand zwischen Ticks und Indikatordaten zu speichern. Die Variable std-dev-Handle enthält das Handle für den Standardabweichungsindikator. Das Array std-dev-buffer speichert die Werte der Standardabweichung, während das Array price-data die Daten des Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurses enthält. Die Variable pref std-dev wird zu Vergleichszwecken auf 0 initialisiert. Anschließend definieren wir die Expert-Initialisierungsfunktion, die einmal beim Start des Expert Advisors ausgeführt wird. In dieser Funktion erstellen wir das Handle für den Standardabweichungsindikator mit Hilfe der Funktion istd-dev. Diese Funktion benötigt Parameter wie das aktuelle Symbol, den H1-Zeitrahmen, den Zeitraum der Standardabweichung und den Berechnungsmodus, der auf Mode SMA für einen einfachen gleitenden Durchschnitt auf Basis der Schlusskurse eingestellt ist. Außerdem konfigurieren wir die Arrays als Zeitreihen und stellen sicher, dass die neuesten Daten bei Index 0 stehen. Dazu verwenden wir die Funktion ArraySetASeries sowohl für die Arrays std-dev-buffer als auch price-data. Schließlich geben wir den Erfolgscode init_succeeded zurück. Nun kommen wir zu den Funktionen zum Eröffnen von Positionen. Die Funktion OpenBuy-Position ist für die Ausführung einer Marktorder für eine Kaufposition zuständig. Sie ruft den aktuellen Ask-Preis mit Hilfe der Funktion Symbol Info Double Up und ruft dann die Methode Position Open der Klasse cTrade auf. Diese Methode nimmt mehrere Parameter entgegen: das Symbol, den Auftragstyp, das Volumen, den Einstiegskurs, den anfänglichen Stop-Loss, den Take-Profit und einen Kommentar. In diesem Fall geben wir eine Positionsgröße von 0,10 an, was bedeutet, dass wir 10 Mikrolots kaufen. Der anfängliche Stop-Loss und Take-Profit werden auf 0 gesetzt, was bedeutet, dass sie deaktiviert sind. Die Funktion Open-Sell-Position funktioniert ähnlich, allerdings für Verkaufsaufträge. Sie ruft den aktuellen Bidpreis ab und ruft die Methode Position Open mit den entsprechenden Parametern für eine Verkaufsposition auf. Als nächstes definieren wir die Hauptfunktion für Kursaktualisierungen, die bei jedem Tick ausgeführt wird und die Kernlogik der Strategie enthält. In dieser Funktion rufen wir zunächst historische Kursdaten für die Analyse ab. Wir verwenden die Funktion CopyRates, um H1-Kerzendaten für den angegebenen Rückblickzeitraum zu kopieren. Diese Funktion benötigt Parameter wie das Symbol, den Zeitrahmen, die Startposition, die Anzahl der zu kopierenden Kerzen und das Zielarray, in dem die Daten gespeichert werden sollen. Anschließend laden wir die Standardabweichungswerte mit der Funktion CopyBuffer aus dem Indikatorpuffer. Diese Funktion benötigt den Indikator-Handle, die Puffernummer, die Startposition, die Anzahl der zu kopierenden Werte
und das Zielarray. Als nächstes überprüfen wir den Status der offenen Positionen. Wir initialisieren eine boolische Variable mit dem Namen OpenPosition auf False und setzen den aktuellen Positionstyp auf PositionTypeBy als Standardwert. Wir gehen alle offenen Positionen in umgekehrter Reihenfolge durch, um die relevanten Positionen sicher zu identifizieren. Für jede Position rufen wir die eindeutige Ticketnummer ab und prüfen, ob die Position zu dem aktuellen Symbol gehört. Ist dies der Fall, markieren wir, dass eine offene Position gefunden wurde und speichern den Typ der aktuellen Position. Wir verlassen die Schleife, nachdem wir die erste übereinstimmende Position gefunden haben. Jetzt gehen wir zur Trenderkennung und Positionsverwaltung über. Wir prüfen, ob die Standardabweichung über den Schwellenwert gestiegen ist, was auf eine mögliche Kaufbedingung hinweist. Wenn es keine offenen Positionen gibt, rufen wir die Funktion Kaufposition öffnen auf, um eine neue Kaufposition zu eröffnen. Wenn es eine offene Kaufposition gibt, ermitteln wir mit der Funktion ILowest das niedrigste Tief im Rückblickszeitraum. Wir prüfen, ob dieser Tiefpunkt mindestens Min Candlesback alt ist und ob der aktuelle Kurs über dem ermittelten Tiefpunkt liegt. Wenn beide Bedingungen erfüllt sind, berechnen wir das Trailing-Stop-Niveau, indem wir den Trailing-Offset zum letzten Tiefkurs addieren und die Funktion Process Trailing Stop aufrufen, um den Trailing-Stop zu verwalten. Für die Verkaufsbedingung prüfen wir, ob die Standardabweichung unter den Schwellenwert gesunken ist. Wenn es keine offenen Positionen gibt, rufen wir die Funktion Open Sell Position auf, um eine neue Verkaufsposition zu eröffnen. Wenn es eine offene Verkaufsposition gibt, ermitteln wir mit der Funktion IHighest das höchste Hoch im Rückblickszeitraum. Wir prüfen, ob dieser Höchststand mindestens Min Candlesback alt ist und ob der aktuelle Kurs unter dem ermittelten Höchststand liegt. Wenn beide Bedingungen erfüllt sind, berechnen wir das Trailing Stop Niveau, indem wir den Trailing Offset vom letzten Höchstkurs abziehen und die Funktion Process Trailing Stop aufrufen. Die Funktion Process Trailing Stop ist für die Verwaltung des Trailing Stops sowohl für Kauf- als auch für Verkaufspositionen zuständig. Sie durchläuft alle offenen Positionen in umgekehrter Reihenfolge und wählt jede Position anhand ihrer Ticketnummer aus. Wir prüfen, ob die Position dem angegebenen Positionstyp entspricht und zu dem aktuellen Chartsymbol gehört. Wir rufen dann den aktuellen Stop-Loss-Wert ab und aktualisieren ihn auf der Grundlage des Positionstyps. Bei Kaufpositionen prüfen wir, ob das neue Stop-Level höher ist als der aktuelle Stop oder ob es keinen Stop-Loss gibt. Bei Verkaufspositionen prüfen wir, ob das neue Stop-Level niedriger ist als der aktuelle Stop oder ob es keinen Stop-Loss gibt. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, rufen wir die Methode Position Modify der Klasse C-Trade auf, um den Stop-Loss zu aktualisieren. Schließlich drücken wir F7, um den Code zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code bewirkt, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos. Wenn das funktioniert, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück im MetaTrader drücken wir Steuerung und R, um den Strategietester zu starten, wählen den soeben erstellten Expert Advisor aus, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Wir sollten den Expert Advisor auf dem Chart sehen. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir gelernt haben, wie man einen Expert Advisor programmiert, der die Standardabweichung für Handelsentscheidungen nutzt. Wir haben mehrere wichtige Funktionen und Parameter implementiert, um unsere Handelsstrategie effektiv zu verwalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.